Eine der größten Herausforderungen bei der Vorbereitung für die Reise mit meiner Lambretta G350 ist tatsächlich das Gepäck. Wie kriege ich all das hier verstaut auf einer Lambretta G350? Wie bekomme ich all das mit, was ich bei so einer langen Tour brauche? 3-4 Wochen durch Europa. Und ich habe nicht viel Stauraum. Also ich habe einen Topcase hinten drauf mit 46 Litern. Ich nehme noch einen Rucksack mit, der kommt zwischen die Beine in den Mitteltunnel. Und ich habe vorne noch eine kleine Tasche, die ich raufmachen kann. Und das war's. Und heute zeige ich euch mal mein minimalistisches Packen, was ich alles mitnehme für diese Tour und wie ich das Ganze dann später verstaue. So, ich zeige euch natürlich, was in den einzelnen Taschen drin ist, was ich mitnehme. Das ist hier die Tasche, die kommt vorne auf den Gepäckträger rauf. Da sind so die wichtigsten Werkzeuge drin. Die Tasche kommt dann vorne auf den Gepäckträger, darf natürlich nicht zu schwer sein, denn der ist, glaube ich, bloß belastbar bis 5-6 Kilo, so das Standardmaß. Von daher, hier kommt nicht so viel rein, sollte unter den 5-6 Kilo auf jeden Fall bleiben. Gucken wir mal, was drin ist. Hier an der Seite in dieser kleinen Tasche, da ist jetzt drin so ein Multitool von Bosch. Da ist halt alles Mögliche dran. Von Zange, Messer, Säge, Flaschenöffner, so die wichtigsten kleinen Sachen, die man vielleicht mal brauchen kann. Dann habe ich hier in der Tüte drin ein paar Sicherungen, also Ersatzsicherungen. Die meisten Sachen, sage ich mal, die bekommt man natürlich, wenn man in Europa ist, an jeder Tankstelle oder in irgendeinem Laden, den man irgendwo findet. Aber wenn man es dabei hat und man hat vielleicht mal eine Panne, eine Sicherung ist durch, dann kann man es selber beheben, ohne jetzt da den ADAC zu rufen. Ein kleines Schloss. Das ist ein Abus-Schloss. So ein Drahtschloss, das habe ich mir auch mal eingepackt für den Fall, dass ich meinen Helm mal am Fahrzeug lasse und den mal anschließen möchte, dann kann man das mit so einem Drahtschloss machen. Ist natürlich jetzt keine 100%ige Sicherheit, aber für den Fall der Fälle ist immer gut, sowas beizuhaben. Dann ist hier natürlich noch eine Regenhaube mit drin, die werde ich wahrscheinlich auch über die Tasche rüber machen. Ein Mikrofasertuch, Visierreiniger auch immer wichtig für den Helm, fürs Visier und auch für die Scheibe nehme ich das Ganze. Eine Sache, die ich immer außen dran habe, ganz wichtig, Erste-Hilfe-Set sollte man immer dabei haben. So ein Motorrad-Erste-Hilfe-Set, in manchen Ländern sogar Pflicht, das mitzuführen. Also das auf jeden Fall mit einpacken. Immer erstmal auspacken. Das ist ziemlich voll geworden. Ich muss es noch mal ein bisschen ordentlich packen alles. Gehen wir mal weiter. Ein Reifenreparaturset. Das ist so mit diesen Streifen hier, die man dann reinsteckt. 2 Werkzeuge dazu. Habe ich noch nie gebraucht. Hoffe, braucht es auch nie, aber Reifenreparaturset. Immer wichtig, sollte man dabei haben. Dann hier wieder so eine Tasche. Da ist, glaube ich, Werkzeug drin. Genau, hier ist mein Vera Toolkit drin. Toolcheck Plus. Das nehme ich immer mit. Da hat man die wichtigsten Werkzeuge alle mit dabei. Die ganzen Bits, die man eventuell braucht. Eine kleine Ratsche. Dann hat man so das nötigste kleine Werkzeug mit dabei, wenn man mal irgendwie eine Schraube anziehen muss. Genauso in der Tasche hier ein Set mit Inbusschlüsseln, auch von Vera. Und dann hat man so die wichtigsten kleinen Sachen mit abgedeckt. Dann nehme ich wahrscheinlich mit, ich weiß es noch nicht genau, einfach 1 Liter Öl. Ich weiß noch nicht, wie die Lambretta G350 sich so verhält mit Ölverbrauch. Und ich fahre ja ein paar tausend Kilometer. Vielleicht muss man da mal was nachkippen. Und damit ich dasselbe Öl dabei habe, was jetzt beim Ölwechsel reingekommen ist, nehme ich genau davon auch noch eine Flasche mit. Das ist hier synthetisches Öl, 10B40, Liquimoli. Sehr gutes Öl, das kommt also auch mit. Was habe ich hier noch drin? Ja, eine wichtige Sache noch. Ein Benzinkanister. Ich nehme einen 2-Liter-Kanister mit. Da ist noch eine Tülle mit dabei, die man dann zum Einfüllen nutzt. Dann habe ich immer 2 Liter Reserve mit. Also wenn ich mal doch irgendwie eine Tankstelle verschlafe, komme ich mit dem hier auf jeden Fall bis zur nächsten Tankstelle. Da habe ich nochmal um die 50 Kilometer Reserve. Hat ja nur einen 9,5 Liter Tank, also ein Reservekanister. Für den Fall der Fälle einfach mit dabei. Ja, ich glaube, das war's schon. Hier sind jetzt noch ein paar Kabel bin dabei, habe ich auch immer mit dabei, falls man mal irgendwas feststrappen muss. Und von diesen Gurten hier nehme ich auch noch 2 mit. Das sind normale Spanngurte. Falls ich mal irgendwie eine Tasche auf den Soziositz machen will, dann habe ich die immer mit dabei. Und das ist jetzt hier alles, was in dieser kleinen Werkzeugtasche ist, die da vorne raufkommt. Also Benzin, Öl, Reifen, Flickset, Erste-Hilfe-Set und ein bisschen Werkzeug. Und das sollte reichen. Mehr muss da nicht mit. Die kommt dann vorne rauf, ist dann auch nicht so schwer. Und als nächstes habe ich dann einen Rucksack hier. Der kommt in den Mitteltunnel rein, wird dann oben, der hat hier so Haltegriffe, wird der befestigt an dem Gepäckhaken, den ich jetzt habe. Und hier kommt alles rein, was so an Filmtechnik ist. Ein paar Snacks kommen rein, vielleicht noch ein Getränk, irgendwie alles, was ich während der Fahrt schnell brauche. Sonnenbrille, hauptsächlich dann aber meine Kameras und meine Drohne. Und das ist ein super Rucksack hier von Vandered. Der ist spritzwassergeschützt. Da kommt aber natürlich trotzdem dann nochmal eine Regenhaube drüber, falls es dann doch mal richtig schüttet. Ist nicht nur eine Tasche, sondern wie man sieht ein Rucksack. Schön gepolstert hier hinten. Super Qualität von der Verarbeitung. Und da habe ich eine ganze Menge Möglichkeiten, Sachen reinzupacken. Das hier oben, dieser Griff ist magnetisch. Das ist ganz cool gemacht. Dann habe ich hier oben
so ein Rolltop. Das kann man dann aufrollen. Da kommt man dann an ein großes Fach ran. Hier habe ich mir noch geholt Regenbeutel. Also falls ich jetzt keine Regenhaube rüber mache, kann ich die wichtigsten technischen Geräte in solche Regenbeutel hier reinmachen, die man dann verschließen kann. Und dann sind die Sachen wasserdicht geschützt. Die habe ich dann auf jeden Fall mit dabei. Und ansonsten hat man hier ein relativ großes Fach, wo ich dann ein Getränk reinpacken kann, ein paar Snacks, was zu essen. Oder meine Drohne, wo ich schnell ran muss. Und dann jede Menge andere Fächer. Also hier vorne ist noch ein großes Fach, wo man nochmal so einen Einschub hat. Hier an der Seite ist dann nochmal ein Fach für ein Stativ. Oder auch wenn man es aufmacht, kann man hier durchaus auch eine Getränkeflasche reinpacken. Auch super praktisch, kommt man von außen dann schnell ran. Und dann habe ich natürlich das große Hauptfach mit diesen beiden Reißverschlüssen hier, was hinter dem Polster liegt. Ja, und hier ist dann ganz viel Stauraum mit vielen Fächern für das ganze Kleinzeug. Hier oben kann man dann noch einen Laptop reinmachen. Und hier in das Hauptfach, da kommt dann mein Kameraequipment rein. Also das ist der Rucksack für den täglichen Gebrauch, den ich dann auch mitnehme. Und hier kommen, wie gesagt, dann so auch ein paar Snacks noch oben rein. Ein bisschen was zu essen, vielleicht ein bisschen Obst und Getränke. Alles, worauf man schnell Zugriff haben möchte, wenn man dann unterwegs ist. Das ist also die Tasche für den Mitteltunnel. Ja, und das ganze andere Gepäck, das muss alles hier reinpassen, in eine Tasche. Unter der Sitzbank ist leider nicht viel Platz. Da kommt eine Regenkombi rein und ein Schloss, also nur so die wichtigsten Sachen und ein Lappen. Und hier muss jetzt mein ganzes Gepäck für die 3-4 Wochen reinpassen in eine Tasche mit 46 Litern. Sollte irgendwie klappen, die Tasche passt dann hier in dieses Topcase rein. Das ist der GV Tracker Dolomiti mit 46 Litern. Ja, und jetzt zeige ich mal, wie minimalistisch ich das bisher gepackt habe, was ich jetzt auf dieser Tour mitnehme und was in der Tasche ist. Ja, 46 Liter, das ist nicht viel. Also bei meinen anderen Reisen hatte ich immer 58 Liter Tasche. Also als ich mit dem Zontas gefahren bin und dann nochmal 50 Liter unter der Sitzbank und noch eine Tunneltasche. Das wird jetzt alles ein bisschen minimalistischer, aber sollte machbar sein. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was in der Tasche alles drin ist. Also natürlich Textilien, das Nötigste, was man braucht. Also ein Langarm-Shirt ist mit bei. Dann nehme ich eine Jeans mit, dass man abends, wenn man mal essen geht, jetzt nicht immer mit der Motorradkluft darum. Also eine Jeans, ein Longsleeve, wenn es mal ein bisschen kühler ist. Ein Halstuch, was ein bisschen dicker ist, falls es kühler ist, immer ganz wichtig. Die kommt hier nicht rein, die kommt in die Werkzeugtasche rein. Also eine Warnweste nehme ich mit. Für den Fall, wenn es mal regnet und man will doch ein bisschen sichtbarer sein. Und in manchen Ländern ist es auch tatsächlich Vorschrift als Motorradfahrer, eine Warnweste mitzuführen. So, dann habe ich so ein kleines Täschchen mit den wichtigsten Medikamenten, Pflastern und sowas, was man auch immer brauchen könnte. Dann kommen ein paar T-Shirts, sollte man haben, wenn man in den Süden fährt. Da muss ich mal schauen, was die Textilien angeht, wie viel das nachher wirklich wird. Ich bin jetzt noch nicht ganz final fertig. Was ich auch mitnehmen werde, sind 2 Shirts hier, und zwar diese. Das hier ist jetzt Merino-Wolle. Merino-Wolle hat den Vorteil, die absorbiert Feuchtigkeit sehr gut, gibt die dann schnell wieder ab. Kostet ein bisschen mehr, aber Merino-Shirts wirklich super für solche Outdoor-Aktivitäten und für Motorradtouren. Hier habe ich mir so ein Mini-Mikrofaser-Handtuch geholt, falls man mal ein Handtuch braucht unterwegs. So, dann braucht man natürlich ein bisschen Unterwäsche. Ein paar Unterhosen müssen mit. Hier habe ich eine kurze Hose mit, die ist gleichzeitig eine Badehose. Also wenn es dann mal richtig warm ist, hat man auch eine kurze Hose mit dabei. Oder halt, wenn man schwimmen gehen will, gleichzeitig eine Badehose. Mal schauen, ob ich das dann auch brauche. So, dann fahre ich ja über die Alpen wahrscheinlich. Da kann es auch mal kalt werden. Also kommt ein bisschen lange Unterwäsche mit. Ist von, oh Gott, guck mal hier, da steht der Name Nuimi oder so. Isoliert schön, ist aber auch nicht zu warm, aber hat nochmal eine dämmende Schicht. Genauso nochmal ein Longsleeve aus demselben Material dazu, sodass, wenn es ein bisschen kühler ist, man dann auch nochmal lange Unterwäsche drunter ziehen kann. Wenn es ganz kalt ist, mache ich es meistens so, ich ziehe die Regenhose noch drüber, dann habe ich 3 Schichten und das sollte dann reichen. Dann natürlich ein paar Schuhe mit dabei, ein paar Turnschuhe, sollte man immer dabei haben, wenn man dann abends essen geht oder mal durch eine Stadt laufen will. Das will ich dann nicht mit Motorradstiefeln machen. Dann habe ich hier natürlich einen Kulturbeutel mit dem üblichen Duschgel, Zahnpasta, was man alles so braucht, Rasierer, eine Brille, immer wichtig zum Lesen. Dann natürlich noch ein paar Socken, da kommen noch 2 Paar mit dazu. Dann, ganz wichtig für mich, Handschuhe. Wenn es kälter wird, nehme ich die hier noch mit. Das sind wasserdichte Handschuhe. Die sind nicht nur wasserdicht, die sind auch ein bisschen wärmer. Also wenn es dann wirklich mal kühl wird, und das kann ja morgens passieren, dann habe ich ein paar dicke Handschuhe dabei oder gesetzt den Fall, dass die Handschuhe, die ich anhabe, feucht sind, kommen die dann hier noch mit. Und wenn es dann ganz heiß wird, habe ich noch ein paar Motorrad-Sommerhandschuhe mit dabei. Die sind dann wirklich ganz dünn, ganz angenehm. An den wichtigsten Stellen hier Protektoren, ein schöner, leichter Sommerhandschuh. Also ganz ohne Handschuh fahre ich nie.
sondern entweder Sommerhandschuhe oder halt die anderen. Ein paar Flipflops noch, falls es doch mal an den Strand geht. Die passen auch überall rein, die wiegen nichts. Ja, also das ist wirklich kein Gewicht hier. So, und wenn diese ganzen Sachen hier irgendwie doch zu viel sind, wenn ihr merkt, es nimmt zu viel Volumen ein, dann habe ich eine ganz interessante Sache mir noch geholt, wo ich noch nicht weiß genau, ob ich die benutze. Aber das sind sogenannte Vakuumbeutel. Sieht so aus, ich habe es jetzt noch nicht ausgepackt, ist noch alles drin. Und das ist eine super Sache für alle, die halt wenig Volumen haben. Und ich habe halt wenig Volumen und wenn jetzt da zu viele Textilien sind, die durch die Luft viel Platz wegnehmen, dann nimmt man einfach so einen Vakuumbeutel hier. Eine Pumpe ist mit dabei, die dann die Luft absaugt, gibt verschiedene Größen und ja, hier steht drauf, soll bis zu 80% extra Storage Space bringen. Weiß ich jetzt nicht, aber ist egal, selbst wenn es die Hälfte an Volumen reduziert, dann kriegt man nochmal reichlich mit. Also das kann ich jedem empfehlen. Link packe ich von allem übrigens, was ich so an Tools und so habe. Alles ist unten in der Liste, in der Beschreibung mit drin. Ja, und das könnte auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit sein, wenn ich jetzt zu viel Volumen habe, das zu reduzieren. Also solche Vakuumbeutel, ganz praktische Sache. Die Pumpe sollte man natürlich mitnehmen, damit er beim Einpacken die Beutel dann auch wieder in ein Vakuum bringen könnt und das nicht mit der Lunge machen müsst. Wird vielleicht ein bisschen anstrengend. Also kann ich sehr empfehlen, Vakuumbeutel. Eine Sache, die noch wichtig ist, die ich immer mitnehme, ich mache jetzt mal keine Werbung, von welcher Firma das ist. Ich nehme mir so eine Tube Textilwaschmittel mit 4, 5 T-Shirts und 2 Longsleeves. Da muss man zwischendurch natürlich waschen, ist klar. Und dafür nehme ich mir einfach so eine Tube hier mit. Dann kann ich alle paar Tage mal eine Wäsche machen, wenn ich dann 2 Tage oder so in einem Hotel bleibe, die dann aufhängen und habe dann wieder frische Sachen. Ja, und viel mehr sollte ich nicht brauchen. Und das passt jetzt tatsächlich alles hier in diese 46 Liter Tasche rein, die dann ins Topcase hinten reinkommt oder wahlweise, wenn ich mich mal anlehnen möchte, hinten auf die Soziusbank rauf. Und ich finde dieses minimalistische Packen und Reisen an sich ganz gut, weil es ist weniger belastend, man hat eine kleinere Tasche, alles ist ein bisschen leichter. Ich habe ja sowieso recht viel dabei durch meinen Rucksack mit der Kameraausrüstung. Aber so ist es ganz praktisch, dann kann ich die Tasche rausnehmen aus dem Topcase, packe meinen Helm rein, gehe mit der Tasche ins Hotel in meinem Rucksack und das war's. Also relativ easy alles und es soll ja auch eine unbeschwerte und entspannte Reise werden. Und von daher komme ich damit, glaube ich, ganz gut aus. Ja, und wenn ihr noch eine Idee habt oder ich habe vielleicht was vergessen, was ganz wichtig ist, was ich mitnehmen muss, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. So, und das wird wahrscheinlich heute das letzte Video vor meiner langen Tour sein. Das nächste Mal sehen wir uns dann auf der Reise. Und wie immer, wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig, bleibt gesund, macht's gut, bis dann und ciao.